Hallo zusammen! Heute möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks rund um deine Galaxy Watch 8 vorstellen. Diese funktioniert natürlich auch auf der Galaxy Watch 8 Classic. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das erste, was ich euch mit der Galaxy Watch 8 zeigen möchte, sind die neuen Zifferblätter, die wir bekommen haben. Und die stellt ihr am besten hier in eure Wearable App ein, die wir hier von Samsung dazu bekommen. Und wenn wir jetzt einfach hier auf Zifferblätter gehen, werden wir auch gleich sehen, da gibt es nämlich dann zwei neue. Und das erste, was ich dir an dieser Stelle zeigen möchte, ist das tägliche Dashboard-Zifferblatt. Da gehen wir jetzt einfach ganz runter und sehen wir auch hier schon gleich bei Informativ wird dieses Dashboard hier angeboten. Da gehen wir jetzt drauf und hier gibt es dann auch viele Möglichkeiten, die Komplikation anzupassen. Wenn wir hier oben rechts auf den Stift gehen, können wir einmal natürlich das Design ändern, aber dann, wenn wir rüber scrollen, sehen wir auch hier die Komplikation, die du dann für dich anpassen kannst, wie du es dann hier benötigst. Und das Schöne an dem täglichen Dashboard-Zifferblatt ist eindeutig die Veränderung während des Tages. So bekommst du morgens ein etwas morgendlicheres Zifferblatt angezeigt, mittags ist es eher an den Mittag angelehnt und abends bekommst du ein etwas ruhigeres, idyllischeres. Das heißt also, dieses ändert sich dann während des Tages. Und das zweite Zifferblatt befindet sich dann schon hier weiter unten, und zwar das Heritage Classic Zifferblatt. Das wählen wir auch aus und klassisch bekommt ihr dann hier so ein schönes Zifferblatt mit einem Mond in der Mitte. Das können wir aber auch deutlich verändern, wenn wir jetzt auf den Stift drauf gehen. Habt ihr nämlich die Möglichkeit, einmal hier, wenn wir rübergehen, den sogenannten Schwachtlichtmodus zu aktivieren. Das funktioniert automatisch oder ihr könnt es generell einschalten. Und das sehen wir dann auch hier schon. Das ist dann hier so etwas grünlicher. Aber es geht dann noch etwas mehr. Ihr könnt nämlich auch den Hintergrund ändern. Dafür gehen wir auch nochmal hier in das Zifferblatt hinein. Und dann gehen wir hier auf Fotos. Und hier könnt ihr jetzt ein Bild hinzufügen aus der Galerie. Das nehmen wir jetzt einfach. Und dann sehen wir auch hier, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen TIE Fighter ausgewählt. Das habe ich jetzt heruntergeladen. Den könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen farblich anpassen, wie ihr das haben möchtet. Und wenn ihr das Ganze dann hier gespeichert habt, seht ihr dann auch den TIE Fighter jetzt hier in der Mitte. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, animierte Zifferblätter auf eure Galaxy Watch anzulegen. Das Ganze funktioniert dann hier über die Foto-App bzw. über das Foto-Zifferblatt. Dafür gehen wir jetzt einfach ganz runter und wählen hier das Foto-Zifferblatt aus. Das ist das mit dem Hund. Da gehen wir jetzt drauf. Und dann gehen wir einfach hier auf den Stift, auf den Hintergrund. Und auch da geht ihr dann hier auf Bilder, auf die Galerie. Und hier habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel, ich habe jetzt von giphy.com hier diverse GIFs heruntergeladen, diese dann auszuwählen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das mittlere und sagen fertig. Und dann gehen wir auf OK. Und sobald es hochgeladen ist, gehen wir dann hier auf Speichern. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir jetzt hier ein animiertes Zifferblatt. Du hast aber auch die Möglichkeit, mehrere Animationen anzulegen. Dann brauchst du einfach nur einmal aufs Zifferblatt drauf tippen und dann schaltest du das Bild hier durch. Die Galaxy Watch 8 unterstützt dann auch wieder die Doppeltipp-Funktion. Das heißt also, wenn du hier mit den Fingern zusammentippst, dann kannst du hier durch die Benachrichtigung schalten, wenn du auf dem Zifferblatt bist. Oder du hast dann auch die Möglichkeit, wenn ein Alarm kommt, kannst du diesen hier beenden. Oder wenn ein Timer gestellt ist, kannst du diesen ebenfalls stoppen. Beziehungsweise wenn er auf dem Zifferblatt drauf liegt, unten als kleine Animation, dann kannst du den auch wieder hier öffnen. Mit Samsung-Handys kannst du dann auch Fotos machen. Das funktioniert leider hier zum Beispiel nicht mit Google Pixel-Handys. Das wird nicht unterstützt. Und wenn ein Anruf reinkommt, kannst du diesen auch annehmen, beziehungsweise dann während des Telefonats auch wieder auflegen. Defaultmäßig ist es leider nicht aktiviert. Ihr müsst dafür einfach von oben nach unten wischen. Dann geht ihr hier in die Einstellung und dann findet ihr es hier unter Tasten und Gesten. Das wählen wir aus. Und hier gibt es dann die sogenannte Doppeltipp-Geste. Und sobald ihr diese aktiviert habt, könnt ihr diese dann auch nutzen. Aber man kann nicht nur die Standardeinstellung nutzen. Wenn wir nämlich jetzt hier drauf tippen, dann kommen wir nämlich auch in ein Untermenü hinein. Da sehen wir hier auch schon die verschiedenen Möglichkeiten. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt den Musik- und Mediencontroller nutzen wollt, dann könnt ihr auch sagen, ihr möchtet zum Beispiel nicht Wiedergabe und Pause haben, sondern zum Beispiel weiter. Als auch für Erinnerungsalarme könnt ihr zum Beispiel sagen, es soll nicht verworfen werden, sondern abgeschlossen. Und wenn wir schon im Bereich der Gesteneinstellung sind, es gibt dann auch die sogenannte Schüttelfunktion und die können wir dann auch hier aktivieren. Und sobald du diese hier ausgewählt hast, kannst du zum Beispiel hier mit einer Schüttelbewegung Anrufe ablehnen. Alarme können dann abgewiesen werden. Zu guter Letzt gibt es dann in diesem Bereich noch eine dritte Option, die sogenannte Klopf-Klopf-Funktion. Mit dieser kann ich zum Beispiel die letzten aktuellen Apps öffnen, aber auch hier hast du die Möglichkeit, in das Menü hineinzugehen und dieses einzustellen. So kannst du auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt hier eine Taschenlampe aktivieren, wenn ich die Klopf-Klopf-Funktion mache. Oder du hast die Möglichkeit, auch direkt hier eine Übung auszuwählen, zum Beispiel das Laufen. Das heißt also, wenn du die Klopf-Klopf-Geste machst, wird dann das Laufen aktiviert. Oder wenn ihr runterscrollt, könnt ihr dann auch frei eine App auswählen. Zum Beispiel könnt ihr Alarm wählen, Bixby, Bring oder eine andere App, die du hier dann installiert hast. Und mit dieser Klopf-Klopf-Funktion wird dann hier diese App dann geöffnet, die du dann hier
hinterlegt hast. Und spannend ist dann zum Beispiel auf den Samsung-Handys, da kannst du zum Beispiel mit der Klopf-Klopf-Funktion hier deine Kamera aufrufen und mit der Doppeltipp-Funktion dann ein Bild auslösen. Wie gesagt, leider auf dem Google Pixel hier nicht möglich, weil die Google Pixel-Kamera das nicht hier unterstützt. Es gibt dann auch noch ein paar versteckte Funktionen. Wenn du zum Beispiel einen Anruf mit der Galaxy Watch 8 bekommst und am Rand mit dem Uhrzeigersinn wischst, dann kannst du einen Anruf auch entgegennehmen und möchtest du ihn ablehnen, dann wischst du einfach hier gegen Uhrzeigersinn. Das ist dann auch möglich. Einer der interessantesten Funktionen ist aber hier an dieser Stelle Gemini. Gemini ersetzt ja hier den Google Sprachassistenten und du kannst ihn auch hier auf der Galaxy Watch 8 nutzen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du zuerst Gemini auf deinem Handy installierst und dann auf deine Uhr, damit du es dann auch hier nutzen kannst. Ihr könnt dann Gemini auch verschieden nutzen. Zu einem könnt ihr hier rechts oben auf die Taste drücken und fragen, welche E-Mail habe ich heute von Sascha Geiger erhalten? Sie haben heute um 18:05 Uhr eine E-Mail von sich selbst erhalten. Die Betreffzeile lautet: Hallo, schön, dass ihr da seid. Und der Inhalt ist: Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt. Oder du hast natürlich auch die Möglichkeit, aktuelle Nachrichten oder generelle Nachrichten abzufragen. Wie ist das letzte Spiel der DFB-Nationalmannschaft ausgegangen? Sehen wir auch schon hier, wird Google Search verwendet. Deutschland hat vorgestern 3:1 gegen Nordirland gewonnen. Und ihr könnt natürlich dann auch eine Gegenfrage stellen. Und wo stehen sie in der Tabelle? Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikationsgruppe A auf dem 3. Platz. Oder wenn du deinem Kontakt in WhatsApp hier eine Nachricht schicken möchtest, ist das dann auch hier über die Uhr direkt möglich. Als natürlich auch die Option, hier die Musik über die Uhr zu steuern. Das wird mit Gemini ebenfalls unterstützt. Und natürlich funktioniert auch hier Hey Google. Mit der neuen Galaxy Watch 8 und der neuen Software hast du jetzt auch die Möglichkeit, die Kacheln, die wir jetzt hier sehen, ja, zu verwalten, beziehungsweise auch viele weitere Menüs unten anzufügen. Ich empfehle euch, das Ganze auch hier wieder in der Wearable-App durchzuführen, weil es einfach deutlich einfacher ist. Wir sehen jetzt hier auch schon die Kachelfunktion. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und wenn wir von rechts nach links wischen, habt ihr auch die Möglichkeit, auf das Plus zu gehen und hier eine neue Kachel hinzuzufügen. Wir bekommen dann auch schon eine kleine Empfehlung. Aber es gibt dann auch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel unter Aktivitäten bekommst du diverse Kacheln angeboten. So kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte die Schritte haben, aber dann auch die Aktivitäten. Und wenn wir noch vielleicht Vitalwerte haben wollen, ist das natürlich dann auch möglich. Oder wenn wir dann auf Health gehen, gibt es dann auch einige Sachen im Angebot. Wir sind hier zum Beispiel Energiewert, den könnt ihr auch mitnehmen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier oben auf den Text tippen, können wir nämlich auch hier den Namen ändern. Wir nennen es jetzt einfach mal hier Test, drücken auf Speichern und dann sehen wir auch oben, hier steht dann schon Test. Und wenn wir dann auf Speichern gehen, bekommt ihr dann auch hier, wenn wir dann durchscrollen, unsere neue Kachel angezeigt. Sehen wir hier oben Test. Und so habt ihr die Möglichkeit, dann auch hier für euch das zu gestalten, wie ihr das haben möchtet. Das ist aber noch nicht alles. Wenn wir dann nochmal in die Kacheln hineingehen, rechts oben auf das Menü, das wählen wir aus. Dann habt ihr einmal die Option, wenn wir hier länger drauf tippen, dann auch die Kacheln zu verschieben, wie ihr es haben wollt. Oder ihr könnt dann Kacheln auch entfernen, gehen wir aufs Minus und dann sind die auch schon weg. Und so könnt ihr das dann auch hier für euch verwalten, wie ihr das dann benötigt. Eine aus meiner Sicht auch wichtige Funktion ist, wenn die Uhr sich vom Handy trennt. Das heißt, wenn du unterwegs bist und das Handy liegen lässt, dann kannst du auch einstellen, dass du hier einmal eine Warnung direkt auf die Uhr bekommst und natürlich dann auch hier einen Signalton. Um das nutzen zu können, müsst ihr auch hier von oben nach unten wischen. Und dann gehen wir auch hier wieder in die Einstellung auf das Zahnrad. Gehen wir drauf und dann sehen wir jetzt auch hier, wenn wir runtergehen, auf erweiterte Einstellungen bzw. erweiterte Funktionen. Das wählt ihr aus und dann gibt es hier Alarm bei Trennung. Und wir gehen drauf und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal Ton und Vibration. Oder dann, wenn ihr auch hier eine Meldung oder ein Bild auf der Uhr haben wollt, dann geht ihr aufs Letztere und ab diesem Zeitpunkt bekommt ihr dann hier den Alarm angezeigt, sobald sich die Uhr vom Handy trennt. Und solltet ihr doch mal euer Handy verlegt haben und es ist in Bluetooth-Reichweite, dann habt ihr auch die Möglichkeit, über die Uhr das Handy zu suchen. Dafür wischen wir einmal von oben nach unten runter und dann gehen wir hier rüber. Bei mir ist es jetzt auf der dritten Seite, aber ihr könnt es für euch natürlich hier selber sortieren. Und da haben wir schon das Handysuchsymbol. Da gehen wir jetzt drauf. Und da sehen wir auch schon, wird das Handy dann hier gefunden. Aber es kann auch mal sein, dass es gerade andersherum ist. Du hast dein Handy in der Hand und suchst deine Uhr. Natürlich kannst du dann auch über das Handy hier die Uhr suchen. Dafür geht ihr in eure Wearable-App hinein und da gibt es hier auch schon den Punkt Uhr finden. Da gehen wir jetzt drauf und dann gehen wir hier auf Starten. Und dann hört ihr auch schon den Ton der Uhr. Das heißt also, damit könnt ihr dann auch die Uhr suchen. Und Stichwort suchen, dann ist auch immer interessant, wo steht gerade mein Auto, wo habe ich es geparkt. Und hier gibt es eine ganz tolle App, die könnt ihr im Google Play Store auf eurer Galaxy Watch 8 suchen. Diese heißt Find My Car Wear OS.
Und ab diesem Zeitpunkt hast du dann die Möglichkeit, wenn du geparkt hast, deinen Standort zu speichern. Und wenn du später zu deinem Auto zurück möchtest, dann gehst du auf Auto finden und kannst so mit der App dann wieder hier dein Auto finden, falls du dann hier auf einem größeren Parkplatz geparkt haben solltest. Und da komme ich auch schon zu den letzten 2 Tipps. Zu einem hast du die Möglichkeit, nämlich deine Klingeltöne auf deiner Galaxy Watch 8 zu ändern. Und auch hierfür gehen wir einfach in die Einstellung hinein. Wir wischen einmal von oben nach unten runter, gehen auf die Einstellung und dann gibt es hier den Bereich Töne und Vibration. Und das scrollen wir jetzt einfach mal runter. Und dann gibt es auch hier Klingelton. Das wählen wir jetzt aus. Und hier gibt es dann eine längere Liste, die du dann wählen kannst für deine Klingeltöne und kannst es so gestalten, wie du es haben möchtest. Mit der neuen Galaxy Watch 8 haben wir jetzt eine Änderung, was die App-Auflistung angeht. Ihr habt nämlich jetzt auch hier oben die besten 6 Apps, beziehungsweise die du am häufigsten verwendet hast. Das ist dynamisch und passt sich dann auch jedes Mal an. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest hier einfach deine normale Sortierung haben, wie du es von früher gewohnt bist, dann kannst du es aber auch ausschalten. Dafür scrollen wir einfach ganz nach unten. Und hier gibt es dann den Punkt Ansicht festlegen. Zu einem kannst du natürlich sagen, ich möchte hier alles in deiner Liste sehen, aber dann auch hier empfohlene Apps basierend auf der Nutzung anzeigen. Wenn du das wieder deaktivierst, dann sehen wir auch hier, ist dann alles wieder beim Alten, so wie ihr es dann von den alten Uhren auch kennt. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle ein paar Tipps und Tricks rund um eure Galaxy Watch 8 zeigen. Wie gesagt, das funktioniert auch auf der Galaxy Watch 8 Classic oder auf der Galaxy Watch Ultra. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du noch hier gerne verwendest. Vielleicht hast du noch einen Tipp und einen Trick hier für die Zuschauer. Schreib es gerne rein. Ich freue mich da auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Und wenn du noch mehr zum Thema Galaxy Watch 8 sehen möchtest, ich habe sowohl die Classic als auch die Galaxy Watch 8 mal getestet. Das verlinke ich dir hier unten das Video. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du schauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.